Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch einmal gern alles zeigen, was ihr über Revenant Slayer wissen müsst, damit ihr sie von Level 0 bis Level 7 oder höher bringen könnt. Die ersten beiden Bosse bei den Revenant Slayer, also der Level 1 und der Level 2 Boss, sollte eigentlich kein Problem für euch darstellen, wenn ihr wenigstens eine Unstable Rüstung habt und ein Aspect of the End. Und ein paar Talismane solltet ihr auch bereits gesammelt haben. Um den Level 3 Boss zu besiegen, wäre es schon ratsam, mindestens eine Strong Rüstung zu haben und als Schwert ein Leaping Sword oder eine stärkere Waffe. Und natürlich sollte man auch weiterhin daran arbeiten, mehr Talismane zu bekommen. Anstatt den Leaping Sword kann man natürlich auch den Level 2 Revenant Boss lang genug grinden, bis man Level 3 bei Revenant Slayer ist, da man dann den Reaper Falchion craften kann, welcher euren Schaden gegen Zombies um 150% erhöht. Das einzige, wobei man bei den Level 3 Revenant Boss aufpassen muss, ist, wenn man zu lange braucht, um ihn zu besiegen, geht er in einer Rage Phase, was man daran erkennt, dass er rot wird, und in dieser Phase richtet er deutlich mehr Schaden an, deswegen versucht während der Phase vor dem Boss wegzurennen, wenn ihr ihn nicht schnell genug besiegen könnt, denn selbst in einer Strong Rüstung würdet ihr den Schaden, den er in dieser Phase anrichtet, nicht lange aushalten. Das schwierigste ist aber der Sprung von Level 3 Bossen zu Level 4ern, denn der 4er Boss macht im Vergleich zum 3er schon deutlich mehr Schaden. Die Rüstung, welche ich für den Level 4er Boss empfehlen würde, wäre entweder eine vollständige Revenant Rüstung und dann entweder beispielsweise ein Stronghelm für mehr Schaden oder eine Variation des Zombie-Herzens, um eure Heilung zu verstärken. Das Revenant Set schaltet ihr vollständig mit Level 5 bei den Revenant Slayer frei und dafür müsst ihr theoretisch nur 50 Level 3er Bosse besiegen. Jedoch würde ich euch noch raten, die Revenant Rüstung etwas zu leveln, da ihr ja mehr Defense gegen Zombies bekommt, desto mehr Zombies ihr tötet, während ihr die Rüstung tragt. Ein guter Wert wäre, wenn ihr 5000 Zombies killt, der dann pro Teil 180 Defense mehr bekommt. Und wenn ihr einige Zombie-Minions aufstellt, habt ihr die Kills ziemlich schnell zusammen. Aber wie viel Defense ihr benötigt, hängt auch davon ab, wie lange ihr braucht, um den Level 4er Boss zu besiegen, wobei die Wahl des richtigen Schwertes entscheidend ist, zu denen ich aber gleich komme. Aber anstatt der Revenant Rüstung verwende ich persönlich eine komplette Superior Rüstung, wenn ich Revenant Slayer grinde, da man zu einem mit der Superior Rüstung deutlich mehr Schaden als mit dem Revenant Set macht, wodurch der Slayer Boss nicht ganz so lange dauert, und wenn man sich überlegt, dass man die Slayer mehrere hundert Male grinden muss, ist jede Sekunde Gold wert, die man bei dem Boss sparen kann. Und die Superior Rüstung hat auch noch den Vorteil, dass sie den Magic Find erhöht, wodurch man seine Chance auf wertvolle Drops etwas erhöhen kann. Kommen wir nun aber zu den Schwertern, die ich euch für den Level 4er Boss empfehlen würde. Wenn ihr mit den Level 4er Bossen anfangt, ist es noch okay, beispielsweise einen Aspect of the Dragon zu verwenden, wenn ihr den Boss damit besiegen könnt. Sobald ihr aber Level 6 bei den Revenant Slayer erreicht, solltet ihr unbedingt auf einen Reaper Falchion wechseln, denn mit diesem Schwert macht ihr gegen Zombies 200% mehr Schaden und bekommt sogar 20% weniger Schaden von Zombies, wodurch dieses Schwert das Beste ist, welches man gegen Zombies verwenden kann. Und da man dieses Schwert sowieso nur bei Zombies verwendet, sollte man es auf jeden Fall mit Smite anstatt Sharpness verzaubern für noch mehr Schaden. Wenn ihr zu viele Coins habt, spricht natürlich auch nichts dagegen, ein 50 Millionen Midas oder ein Emerald Blade mit genügend Coins in der Purse zu verwenden, wenn ihr Revenant Slayer grindet. Kommen wir nun zu den Pets, welche ich euch empfehlen würde, wenn ihr Revenant Slayer grinden wollt. Für Anfänger wäre wohl am nützlichsten noch ein Common bis Rare Enderman, da er recht günstig ist und uns mehr Crit Damage gibt. Und auf niedriger Rarität ist das Pet auch sehr schnell gelevelt, wodurch ihr schneller mehr Crit Damage erhaltet. Ein anderes Pet, welches auch noch interessant wäre, wäre das Zombie Pet, da es den Schaden gegen Zombies erhöht und ab der legendären Stufe bufft es auch noch die Undead Rüstung, zu der auch die Revenant Rüstung zählt, welche man ja auch während den Revenant Slayer Grinden trägt. Aber das beste Pet, wenn es darum geht, Revenant Slayer schnell zu grinden, ist das legendäre Wolf Pet, da die Bonus Combat XP auch zu den XP zählen, die ihr benötigt, um den Boss zu spawnen. Und wenn es euch nicht um Schnelligkeit bei den Revenant Slayern geht, sondern ihr nicht ganz so viel Verlust machen wollt, wäre auch noch das Katzen-Pet ganz sinnvoll, da ihr während dem Grinden eine höhere Chance habt, das Ghoul-Pet zu bekommen und von den Bossen selber etwas Gutes zu droppen. Was natürlich auch nicht fehlen darf, wenn man Slayer grindet, sind Tränke. Als Anfänger, wenn ihr noch keinen Zugang zu Godsplash habt, könnt ihr euch auch ganz einfache Tränke nur mit Enchanted Redstone und Glowstone brauen, welche euch mehr Crit, Chance und Damage geben und mehr Stärke. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch Tränke brauen, welche euch schneller machen oder wodurch ihr mehr Combat XP bekommt. Diese sind aber wirklich nur dafür gedacht, dass ihr die Slayer schneller machen könnt. Auf den niedrigen Leveln ist aber noch nicht so wichtig, dass ihr die Bosse mit Magic Find grindet, da sie euch sowieso noch nichts Wertvolles droppen können. Aber spätestens wenn ihr Level 7 bei Revenant Slayer seid, solltet ihr 4er Bosse auch mit Magic Find oder am besten mit kompletten God Pots grinden, damit ihr häufiger etwas gedroppt bekommt und nicht ganz so viel Verlust macht, da die Level 4er Bosse ja jedes Mal 50k kosten und man insgesamt eigentlich fast nur Verlust macht, wenn man Revenant Slayer grindet.
Jetzt noch ein paar allgemeine Tipps für die Slayer, was ihr machen könnt, um den Grind etwas angenehmer zu gestalten. Wenn ihr einen Boss der verschiedenen Stufen das erste Mal besiegt, erhaltet ihr permanent etwas mehr Combat XP, wodurch ihr Slayer auch schneller grinden könnt. Deswegen ist es empfehlenswert, wenn ihr selber einen Level 3er oder 4er Boss noch nicht schafft, dass ihr einen Freund oder ein Gildenmitglied um Hilfe bittet, dass ihr den Boss einmal machen könnt, dass ihr dann permanent den Combat XP Boost habt und dann allein den Boss, den ihr schon selber grinden könnt, schneller grinden könnt. Während dem Angeln könnt ihr den Revenant Slayer Quest aktivieren, da einige Seekreaturen wie die Water Hydra oder der Seawalker auch als Zombies zählen. Ich würde euch aber raten, nur Level 2er zu machen während den Angeln, da es sonst viel zu lange dauern würde, ehe ihr überhaupt mal einen Boss spawnt, und der Level 2er Boss kann immerhin schon Full Flash droppen. Wenn ihr einen Boss nur ganz knapp nicht schafft, könnt ihr auch so viele Zombies im Hub killen, bis euch nur noch 2 bis 5 Kills fehlen, und dann geht ihr in den Deep Cavern in die Diamantebene und dort findet ihr auch Zombies, welche ihr benutzen könnt, um den Boss zu spawnen. Den Boss könnt ihr dann in der Nähe der Lava spawnen, damit ihr ihn in der Lava bekämpfen könnt, denn wie im Wasser wird der Boss auch in der Lava langsamer, wodurch er nicht die ganze Zeit an euch dran steht und Schaden macht. Jedoch solltet ihr, wenn ihr diese Methode verwendet, euch trotzdem ab und zu von dem Boss hitten lassen, der ansonsten wieder anfängt Leben zu generieren oder eine Attacke macht, die euch zu ihm hinzieht und extrem viel Schaden verursacht. Was ihr noch beachten solltet, wenn ihr Revenant Slayer auf dem Friedhof grindet, ist, wenn der Boss spawnt, dass ihr nicht zu nah am Spawn seid oder zum Spawn hinrennt, da der Boss ansonsten einfach despawnt und der Quest ist gescheitert. Das waren aber auch schon alle Tipps, die ich euch zu den Revenant Slayern geben kann. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr noch einen anderen Anfänger-Guide zu den anderen beiden Slayern sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.